Links der Jumper T18 und rechts Radio King TX18S Sender. Der Jumper T18 kommt mit einer Aufbewahrungstasche, die kompakt ist und gut aussieht. Innen liegt ein Displayschutz und das orange Jumper Tragerriemen und natürlich der schicke Sender mit einer Carbonlackierung. Ein USB-Kabel ist auch dabei. Der Radio King TX18S Sender ist ohne eine Tasche, in einfachem schwarzem Kunststoff, immerhin mit einem Tragerriemen. Unten liegt auch ein USB-C-Kabel und die 2,4 GHz Antenne zum Dranschrauben. Ich wollte unbedingt beide Funken vergleichen, weil diese so ähnlich aussehen und der Radio King ja angeblich nicht von Jumper produziert wird. Beide Funken haben OpenTX und das gleiche Gehäuse. Links T18 in Carbonstahl, rechts TX18S in schwarzem Plastik. Die Steuerknüppel sind 100% identisch. Beide sind gute Sticks mit Hall-Sensor, also mit einem berührungslosen Sensor. Verbaut ist ein großer Lautsprecher bei beiden Funken. Der einzige Unterschied, der mir auffällt, ist bei der Jumper die 1-6 Schaltreihe. Bei Radio King sieht dieser wie bei der Radiomaster Funke aus. Ansonsten sind alle Elemente gleich angeordnet wie die Schalter um das Display. Bei Radio King ist sogar ein Touchscreen-Display eingebaut. Das Drehrad ist gleich groß, aus Aluminium. Die Schalter an den Seiten sind auch identisch. Hinten sieht man bei der Radio King Funke mehr Angriffsfläche, also liegt die sicherer in den Händen. Ähnlich wie bei der Radiomaster Funke. Ach, und Jumper hat endlich einen zusammenklappbaren Griff. Klasse, so ist die Funke beim Transport kompakt. Daher ist die Jumper-Tasche auch so schön klein. Vorne an den Antennen sind die gleichen Anschlüsse, aber bei der Radio King kann man den USB-C-Anschluss zum Laden der 18650 Akkus nutzen. Die Antenne bei der Jumper T18 ist eine 900 MHz und die bei Radio King eine 2,4 GHz. Machen wir die Funken aus. Das geht super schnell, wenn man beide Tasten gleichzeitig drückt. Hinten oben befindet sich ein Schacht für zum Beispiel ein Crossfire-Modul. Die Funken werden über einen Adapter mit 2x18650 Akkus mit Strom versorgt. Ich will aber wissen, wie es innen aussieht. Also entferne ich die Akkus, schraube die 6 Schrauben ab und nehme den Deckel von der Jumper T18 ab. Hier sieht man schon, dass innen eine zweite Antenne vorhanden ist, eine 2,4 GHz, die am Deckel angeklebt ist. Die externe, runde Antenne ist eine Long-Range-Antenne mit 900 MHz. Ja, und innen sieht alles gleich aus. Ich meine, die Elektronik ist total identisch. Der einzige Unterschied ist hier das eingebaute Multiprotokoll-Modul JP5-in-1. Bei der Jumper T18 ist das Modul mit einer Beschriftung und bei Radio King fehlt die Beschriftung. Das sieht alles aus wie so ein OEM-Gerät, wo alles gleich ist, aber der Herstellername fehlt. Hier sieht man den Hall-Sensor-Stick, der bei beiden Funken identisch ist. Ich sehe mir jetzt genau den 5-in-1-Modul an. Ja, Jumper hat hier unten zusätzlich eine 900 MHz Platine eingebaut, die mit der externen Antenne verbunden ist. Bei Radio King fehlt die 900 MHz Platine. Aber bei Radio King findet man die Elektronik zum Laden von den zwei 18650 Akkus. Hier rechts an der externen Antenne. Außerdem fehlt bei der Jumper ein Touchscreen. Bei Radio King ist der Touchscreen eingebaut. Theoretisch könnte man bei der Jumper T18 so einen Touchscreen nachrüsten. Von dem Radio King Sender gibt es noch eine Lite-Version, die grob $20 günstiger ist. Die Lite-Version sieht gleich aus, hat aber kein Aluminiumrahmen an den Sticks und ein Plastikdrehrad ist eingebaut. Intern sieht alles gleich aus, außer dem Multiprotokoll-Modul, der bei der Lite-Version nur ein 1:1 Modul ist, mit einem CC 2500 Chipsatz, der FrSky, Futaba, Hightech Empfänger unterstützt. Unten bei der Radio King Lite-Version fehlt auch der Touchscreen. Also ist die Radio King Lite-Version mit Hall-Sensor-Sticks immer noch eine
sehr gute Funker für unter 100 Euro. Und das mit großem IPS-Display. OpenTX und 100% kompatibel mit der Jumper T18 Funke. Ich muss sagen, dass die Radio King Funke hier gleich gut ist wie die Jumper T18 und auch genauso gut wie die Radiomaster TX16S. Voll ausgestattet mit 4-in-1 Multiprotokollmodul, IPS-Display mit Touchscreen-Funktion, das Laden über USB-C-Kabel ist auch möglich. Also sogar 2 Verbesserungen gegenüber der teureren Jumper T18, die kein Touchscreen und kein Laden über USB kann. Okay, Radio King Funke sieht nicht so schön aus wie die Jumper T18 und hat kein 900 MHz Sendemodul, was ich aber nicht als Nachteil sehe. Das 900 MHz Sendemodul kann nur mit den alten FrSky R9 Mini oder R9MM Empfänger benutzt werden. Für Crossfire braucht man auf jeden Fall ein TBS Micro-TX-Modul für die Funke. Interessant ist das 900 MHz Sendermodul aber schon, weil es inzwischen ein Open-Source-Projekt Express LRS gibt, über den eine neue Firmware hierzu entwickelt wird. Die Express LRS Firmware ist vielversprechend, mit mehr Leistung bis 2000 mW, schnellere Taktung mit 200 Hz, also sogar mehr als bei Crossfire mit 150 Hz. Somit ist Jumper T18 eine interessante, schöne Funke in Carbon-Style mit der Aufbewahrungsbox. Aber eben deutlich teurer als die Radio King TX18S. Hier muss jeder selber entscheiden, welche Funke die richtige ist. Ich finde aber alle 3 Funken perfekt zum Fliegen.